Servus, Hallo. das war jetzt das letzte DAE 110. Ja, für ein bisschen länger. Ihr redet nicht schon im Auto, deswegen können die nicht im Auto sitzen. Deswegen diesmal von vor dem Auto. Ja. Wir siedeln um Ja. von Kroatien nach Wien. Heute um 20.15 Uhr sind wir auf den Vandays. Und für diesen Vortrag, den wir da vorbereitet haben, haben wir uns ein paar alte Videos angeschaut. Und ja, ich finde, die sind noch immer ziemlich schön zum Anschauen. Hätten wir nicht diesen Zeitstress gehabt, dass wir das quasi den Vortrag fertig haben müssen, würden wir wahrscheinlich jetzt noch da sitzen und uns unsere alten Ja. Videos anschauen, weil es einfach so, nein, schalt nicht weiter. Oder Ja. es einfach so schön war teilweise. Und auch, ich meine, wir erleben das natürlich ganz anders, weil das, was wir sehen, haben wir auch erlebt und dann kommt dieses Feeling wieder hoch. Aber Ja, für alle, die uns vermissen, wenn wir jetzt ein paar Wochen, Monate nichts rausbringen, genau. könnt ihr euch einfach die älteren Videos anschauen. Genau, also das ist wirklich eine Empfehlung. Also fangt einfach bei 1 wieder an. Ja. Jeden Mittwoch und Samstag 1 oder 2 DAE-Episoden von Anfang an durchschauen. Das ist nämlich auch was ich teilweise so schade fand an dem ganzen YouTube-Ding, ist einfach, dass man Videos produziert und sehr viel Arbeit da hineinsteckt. Und dann im Endeffekt quasi sieht es jeder einmal an und dann warten sie schon auf das nächste. Und dafür finde ich, ist halt zu viel Arbeit in den Videos eigentlich. Also ich meine, wir schauen es uns oft an. Und es gibt auch ein paar von euch draußen, die uns schon geschrieben haben, ja, wir haben uns jetzt schon alle Videos zweimal angeschaut, weil sie so super sind. Und ja, das würden wir einfach auch den anderen ans Herz legen. Ja, und für alle, die sich einfach auch auf eine Pause von DAE wirklich freuen, die können es auch genießen und können einfach wochenlang jetzt Ruhe von uns haben. Sonst eben haben wir schon gesagt, eben alle Patreons können weiterhin Patreons bleiben. Wenn wir keine Videos hochladen, dann wird auch nichts abgebucht. Genau. Und sonst die Pläne sind, dass wir den Defender umbauen im Herbst jetzt. Wir haben ein paar coole Ideen, extrem viel Zeit mit Nachdenken verbracht, wie wir das am besten lösen, wie wir unsere Bedürfnisse am besten da in das Auto bringen. Weil natürlich, wir sind jetzt lange Zeit unterwegs, für die Zeit war es eigentlich super, aber es gibt schon einige Sachen, die wir gerne optimieren würden. Wir wollen das Ganze aber auch sehr, sehr simpel halten, also wir wollen jetzt kein Hubdach Ja, also grob gesagt und wollen wir einfach. keinen kompletten Campingausbau, sondern wir wollen einfach so kleine Details. Ja. Also grob gesagt wollen wir einfach eine zweite Schlafmöglichkeit drinnen haben. Strom, Wasser, Meer und ja. Ja, soweit so die Idee. Viele haben eben schon so angefragt, dass ich darüber halt so Ausbauvideos machen soll. Und das Problem ist bei mir, wenn ich arbeite, dann besteht das Arbeiten einfach aus 3 Stunden da sitzen und nachdenken. Und dann halt einfach, dann erst mache ich es gescheit. Und dieser Prozess, glaube ich, ist für andere einfach ziemlich langweilig. Also zumindest die Karin langweilt sich da oft sehr. Aber wir können es einfach so machen, wenn ich Zeit habe zum Filmen, dann komme ich vorbei, filme, was der Dani so macht und dann seht ihr das auch. Ja, Und, so dem Progress sonst irgendwie. machen wir am Ende einfach ein Video, was wir alles geändert haben. Ja, genau. Genau, und dann Jänner, Februar soll es wieder losgehen. Genau. Der Plan ist, dass wir so zwischen Weihnachten und Neujahr nach Schweden fahren. Dort mal unser Dachzelt austesten, wie es denn mit der Heizung bei Tiefsttemperaturen ausschaut. Weil ich glaube nämlich nicht, dass Schlafen das Problem ist. Ich glaube, dass die Dunkelheit und die Kälte am Tag das Problem sein werden. Ja, wissen wir nicht. Müssen wir einfach anschauen. Wenn das gut klappt, wenn wir die 2 Wochen in Schweden überleben, dann werden uns Gabo und Jasmin besuchen kommen. Und mit denen wollen wir dann eben wirklich in den Norden fahren. Sprich Lofoten, Nordkap und dieser Spaß. Das wird auf jeden Fall mit Video begleitet werden. Und sonst wollen wir danach einfach wieder so wahrscheinlich einen Monat in Wien auftauen und dann brechen wir wieder auf eine richtige Langzeitreise auf, Ich freue mich so. wo wir uns schon recht drauf freuen. Ja. Ja. Genau, also dann Richtung Osten. Das haben wir schon im vorigen Video ein bisschen erwähnt. Genau, Richtung genaue Mongolei, Route, ja. Schauen wir. genaue Länder. Schauen wir mal, Und noch ein paar was wir Monate Zeit, um zu planen. Ja, was wir auf jeden Fall anders machen wollen als letztes Mal, ist halt, dass wir uns möglichst viel Zeit nehmen wollen für die Länder und quasi nicht durch die Länder so quer durchfahren, sondern wirklich, unsere Reiseroute sollte so circa so aussehen, ja, wie wenn man so ausprobiert, aber einen Kugelschreiber noch schreibt, dass wir halt möglichst viel sehen und Ja, uns einfach keinen Zeitstress machen. genau, und auch mal irgendwo 2 Tage bleiben. Was uns persönlich noch interessieren würde, falls das jemand weiß, ist, wie es in den östlichen Ländern aussieht mit Filmen, beziehungsweise Drohne ist so ein heikles Thema. Ja, falls ihr da irgendwie First-Hand-Erfahrungen habt, schreibt sie uns bitte, weil da kann man halt schwer was dazu finden, weil das steht in keinem Reiseführer. Es gibt noch keine YouTube-Reiseführer. YouTuber-Reiseführer, so heißt es. Ein paar sehen wir ja später.
Und sonst Genau. bis bald. Macht es Ja. gut. Habt einen schönen Herbst. Genau. Und wir Und- sehen uns, wenn es kalt wird. Das stimmt, wenn es kalt ist. Ja. Gut. Dann war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit mit euch allen. Ja. Wir freuen uns aber auch immens auf diese Ruhe jetzt mal. Ja. Nicht zweimal die Woche ein Video zu machen, sondern Genau. Und wenn ihr uns unbedingt mal in Wien sehen wollt, weil ihr auch in Wien wohnt oder so, oder Tipps habt oder was auch immer, könnt ihr uns immer ein Mail schreiben. Wir schauen auch hin und wieder auf die Kommentare und ja, wir freuen uns dann einfach, euch alle auf die nächste Reise dann mitzunehmen. ja, genau. Ja. Gut. Bis Ja, bald. und wir sind uns übrigens der Namensproblematik bewusst, weil Ja. wir heißen Weekend Around Europe. Wir wissen es. Ja, war damals nicht so gedacht, aber soll so sein. Wir haben ja gesagt, nämlich Around Europe kann ja eigentlich auch an der Kugel einfach so außenrum sein. Also zählt auch. Passt. Gut, insofern Servus und Baba. Ciao.